Hallo und herzlich willkommen hier auf Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich beim Bau meiner Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal möchte ich euch ein kleines Update liefern zu dem, was bisher passiert ist, weil es war ja schon lange still hier um den Kanal. Also mehr dazu nach dem Intro. Ja, es ist schon eine ganze Weile her, nämlich der 7.1. war es in diesem Jahr, dass ich das letzte Mal was zum Bau meiner Modellbahn gezeigt habe. Da ging es halt um die Beleuchtung und um die Kameras und seitdem war es relativ still. Es gab so ergänzende Filme dazu, wo ich meine Yamork 7001 umgerüstet habe. Und ich habe noch 2 Filme zum Thema Einmessen gebracht. Das hat alles damit zu tun, dass der nächste Bauabschnitt eigentlich ja der Wendel sein sollte. Aber wie es halt so ist, ich bin halt ein Typ, der baut nicht einfach so drauf los. Da gibt es verschiedene Ansätze, da gibt es verschiedene Philosophien. Meine Philosophie ist halt die Planerei und an der halte ich mich dann auch. Und ja, dementsprechend habe ich mich als nächstes mal mit dem Digitalisieren meines Fuhrparks beschäftigt, denn es gibt ja doch einige Fahrzeuge, wie ihr jetzt hier so auch sehen könnt, die im Fuhrpark schon vorhanden sind und es gibt auch noch ein paar weitere, die ihren eigentlichen Stellplatz auf der Anlage noch nicht gefunden haben, so wie man es hier sieht. Also es gibt ein bisschen was. Warum habe ich das gemacht? Ich möchte halt sehen, wie diese Maschine dann diesen Wendel hochfahren werden, ob es da irgendwelche Mankos gibt, die ich da direkt noch ausgleichen kann und so weiter und so fort. So, das war also der erste Schritt, den ich gemacht habe, Digitalisieren und Einmessen von dem Fuhrpark. Das war jetzt kein großes Ding, wo ich dann sage, mach mal einen Film darüber. Also nichtsdestotrotz hat ja mein Flügelmann aus Troisdorf gesagt, Mensch Louis, du musst dich zwischendurch mal melden. Die Leute fragen bei mir schon an, was macht der Louis, von dem hört man nichts mehr. Baut der überhaupt noch weiter? Ja, der baut noch weiter und so ist halt dieses Ding hier entstanden. Also, aber ich bin halt jemand, der immer so partiell Filme macht, immer zu einem bestimmten Thema. Und naja, wie ihr im Hintergrund seht, da sage ich auch gleich noch was zu. Es gibt keine fertigen Teile. Ja, es gibt Fragmente, die ich jetzt gefilmt habe, aber naja, gut, kommen wir gleich zu. Ja, dann habe ich mich dann anschließend mit dem Digitalisieren, habe ich mich dann dem Plan des Wendels dann nochmal befasst, so wie wir das jetzt hier mal gerade sehen. Also ich habe mich um das Thema Steigung bemüht. Es sollte halt im aufsteigenden Verhältnis nicht größer sein wie 2 bis 2,2%. Mehr kann ich auch vom Raum her hier nicht gestalten. Dann musste ich den Wendel also nochmal genauer planen, auch die Anfahrtsrampe, weil ich habe halt unterschiedliche Dämmungen, einmal unten 5 mm, auf dem Wendel selber 3 mm, das musste halt angepasst werden und so weiter und so weiter. Und ja, da habe ich mich dann ausgiebig mit beschäftigt. Und jetzt bin ich dabei, dass ich, wie man hier sieht, die ersten Materialien sind da, es sind noch ein paar im Keller, aber ich warte halt noch auf Teile und dann kann es mit dem Wendelbau dann auch losgehen. Ja, ich sag mal, die Planerei von dem Wendel hat dann dazu geführt, dass ich oben auf der eigentlichen Ebene, die man später mal sehen konnte, wie man hier ist, ein wenig anders rauskam, als ich ursprünglich mal geplant oder erwartet hatte. Und ja, dann musste ich mich also da den Änderungen auch nochmal annehmen, den Gleisplan nochmal ein wenig korrigieren. Das habe ich dann auch gemacht. Das wird übrigens der nächste Film sein. Da zeige ich euch die Korrekturen zum Gleisplan. Ja, und dann habe ich die DKWs verbannt, weil viele haben mir dann gesagt, na, Doppelkreuzungsweichen, lass die mal besser raus, die verursachen immer nur Probleme. Den Hinweis, den habe ich von Michael aus Rastatt bekommen, den Hinweis habe ich auch vom Silvi bekommen. Also es gab ein paar, die mir gesagt haben, lass da besser mal die Finger von. Und da ich natürlich eine Spielbahn bauen möchte und ein Spielen davon lebt, möglichst störungsfrei zu sein, bin ich dem Rat einfach gefolgt. Habe diese DKWs rausgeschmissen und musste halt den Gleisplan neu erstellen. Zumindest in Teilen. Das habe ich dann auch gemacht. Das hat auch wieder eine gewisse Zeit gedauert. Naja, und warum musste ich überhaupt den Gleisplan dann erstellen? Das hat einen ganz anderen Hintergrund und hier kann man es schon so ein bisschen sehen. So, das hier.
Ich habe mich mit dem Thema Kulisse beschäftigt, also meinem Hintergrundbild. Da gab es auch nichts von der Stange, was ich haben wollte. Auch ich werde mich an das Atelier Dietrich in Österreich wenden, beziehungsweise habe mich da gewendet oder auch schon beauftragt. Aber es dauert halt jetzt eine Weile. Wir haben jetzt Sommer, auch der gute Mann macht verdienterweise mal Urlaub, ist also gerade auch von daher nicht greifbar. Und ja, das ist halt alles so, ketten sich die Dinge hinten einfach dran. So. Und den Film über den Hintergrund, der auch hier, jetzt kann man ja mal so ein bisschen zeigen, ich finde es halt cool, ne? Da ist auch eine Beleuchtung mit dran, die kann ich halt umschalten auf warmweiß oder kaltweiß oder dämmen oder was auch immer. Also ist ein bisschen Spielerei ist dabei. Das zeige ich dann auch in einem ganz eigenen Film, aber dazu warte ich halt auf die Kulisse, weil jetzt einen Film über den Bau vom Hintergrund zu machen und anschließend nochmal einen 5-Minuten-Film zu bringen, wie ich vielleicht, ich sag mal salopp gesagt, mit einer Gummiwalze oder mit einem Rakel den Hintergrund da aufbringe, war jetzt nicht so meins. Und deshalb warte ich halt auf die Kulisse und dann gibt es einen kompletten Film über Hintergrund und Kulisse. Ja, das sind alles also so Dinge, hier geht es schon weiter, allerdings nicht wirklich Filmmaterial. Ich hoffe, das Update hat euch jetzt so ein bisschen was gezeigt, was hier so im Hintergrund dran ist. Natürlich haben wir jetzt auch Sommer und natürlich hänge ich jetzt auch nicht so viel an der Modellbahn wie in der Winterzeit. Das macht aber keiner und das wissen wir auch alles. Also von daher, der Louis lebt noch. Ja, der Holzmichel lebt noch. Und ist auch mit dem Thema MOBA in Teilen oft planerisch beschäftigt. Es geht jetzt schrittweise weiter. Wie gesagt, Wendelbau ist das nächste, was ich in Angriff nehme. Zeigen werde ich euch vorher noch den Gleisplan. Und ja, wenn die Kulisse dann da ist, dann wird es auch ein Film über die Rückwand und die Kulissengestaltung gehen. Und dann sind wir auf der oberen Ebene und dann geht es halt weiter. Da muss man mal gucken, was kommt. Wie gesagt, ich habe bisher meine Filme immer so gemacht, dass ich ein Thema hatte. Ich habe weniger das Thema Update gemacht. Ja Leute, ich gelobe Besserung, kann ich jetzt nur sagen. Zwischendurch muss ich vielleicht öfters mal ein Update melden, auch wenn man vielleicht so wie in diesem Update nicht wirklich viel daraus erkennen kann. Aber ich bin halt ein Planungstyp, ich baue halt nicht anders, weiß auch jeder, hat auch sich schon x-mal rumgesprochen, ist ja wurscht. Und von daher gibt es mir halt ein gutes Gefühl, genau so zu arbeiten. Zudem muss ich meine Zeit an der MOBA auch ein Stückchen einteilen, so wie jeder andere auch, bin ich auch berufstätig. Und auch ich muss das Geld erstmal verdienen, um es nachher für die MOBA wieder ausgeben zu können. Und wenn dann größere Themen anstehen, dann muss das vielleicht auch mal ein bisschen warten. Das ist halt, wie es ist. Ne? Ja, ihr Lieben, das soll es jetzt erstmal wieder gewesen sein. Auch wenn es ein kurzes, vielleicht ein etwas anderes Update war, dann hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und wenn es das getan hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung in der Tat nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da, das Glöckchen noch einschalten und ihr werdet automatisch hier vom Kanal wieder unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch eine schöne Sommerzeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.